Koreanische Lebensmittelgrundlagen. Reis ist der wichtigste Teil der koreanischen Mahlzeit und andere Gerichte sind da, um es zu ergänzen. Wie man klebrigen Reis kocht. Hallo, ich freue mich, dass Sie mich gefunden haben. Heute werde ich euch zeigen, wie man Reis kocht. Ich gebe koreanische Kochkurse und Sushi-Kochkurse in Berlin und oft bin ich gefragt, wie kocht man optimale Bibimbap-Reis oder Sushi-Reis? Ich muss gestehen, es ist nicht ganz einfach. Oft ist zu viel Wasser und dann es wird ein bisschen matschig oder zu wenig Wasser, Reis wird ziemlich hart. Ja, Reis möchte wieder zu Reisfeld zurück. Das zu vermeiden, zeige ich euch, wie viel Menge Wasser oder wir müssen wie mit der Temperatur umgehen können. Also meisten koreanische Familien essen am Tag 3-mal warm. Davon warme Reis begleiten immer sind dabei. Daher, wir haben ein bisschen Ahnung, wie man Reis kocht. So fangen wir gleich an. In Korea verwenden wir nur Kurzkornreis. Jede Art von Kurzkornreis ist in Ordnung, zum Beispiel Milchreis, Rundkorn oder Sushi-Reis. Aber ich empfehle es Ihnen Premium-Grad Sushi-Reis. Sie werden schon die Qualität spüren. Zuerst müssen wir spülen, um jede Unreinheit oder Staub und Reisstärke loszuwerden. Einige Leute verwenden das Wasser als Basis für die Brühe bei der Herstellung von koreanischer Jjigae und Suppe und auch eure Pflanzen damit gießen. Automatisch Mineralien und Vitamine sind mitgegossen. So, jetzt werden wir den Reis in kaltem Wasser mindestens für 30 Minuten einweichen. Dies ist einer der wichtigen Schritte, besonders wenn jemand ohne elektrischen Reiskocher benutzt. 30 Minuten später. Wir werden das Wasser ausleeren. Wie viel Wasser benötige ich? Verwenden Sie die gleichen Tasse, halbe Stunde einweichen, 1:1 Verhältnis. Das war's. Ich zeige es Ihnen auf diese Weise, so dass Sie nie verfällen. Einige meiner Kollegen, die super Köche sind, die haben sogar Probleme, gekochte Reis optimale Konsistenz hinzubekommen. Ich messe nie das Wasser und Reis. Meine Mutter hat mir schon Kindheit beigebracht. Sie können den Wasserstand bis zur Erstlinie-Ebene am Zeigefinger oder legen Sie Ihre Hand flach auf den Reis und der Wasserstand sollte bis zu Ihrem Knöchel kommen. Methode 1. Verwenden Sie normalen Topf, bringen Sie es auf hohe Hitze zum Kochen. Und sobald es kocht, werden wir die Hitze auf mittelniedrige für 5 Minuten Reis kochen. So geben Sie dem Reis ein wenig Rühren, nochmals für 10 Minuten niedrige Hitze Reis simmen lassen, dann schalten Sie den Herd aus, etwa 5 Minuten ruhen lassen, um das Kochen in der Restwärme, die noch im Topf ist, zu beenden. Reis ist fertig. Leider habe ich etwas zu lang im Herd gelassen wegen dem Film. Da sehen Sie, wie viel Aufmerksamkeit Reiskochen benötigen. Sie können nicht vermeiden, dass dieser Topf braun auf dem Boden ist, aber zu braun heute, als ich mag. Wir machen einen sehr schönen Tee daraus. Ich habe es nicht geplant, aber gut so. Dann haben Sie auch ein originelles Teerezept. Diese Tee nennen wir in Korea Sungnyung. Ja, es gibt tatsächlich sowas. Es schmeckt nach Gerstenkon-Tee. Besonders mag ich Sommer eisgekühlt. Es schmeckt sehr erfrischend. Wir brauchen keine Teebeutel zu kaufen. Man sollte immer positiven Seiten denken, als verbrannte Topf zu reinigen. Methode 2 ist mit Elektrodampfreiskocher. Das ist praktisch mein Hausgott. Ich besitze einen Elektrodampfreiskocher. Kuku ist eine der führenden Company in Korea. Ich werde den Reis
in den Topf in der gleichen Weise wie der andere Reis waschen und dann Wasser in den Topf geben. Wie viel Wasser sollte je nach der Menge an Reis dazugeben? Ich gieße das Wasser auf die Linie markiert, ob ich 2 Portionen oder 10 Portionen koche. Es steht markierte Innenseite der Topf. Setzen Sie den Topf rein, drehen Sie den Knopf und riegeln. Dann Kochen drücken. Dann spricht diese Maschine auf Koreanisch, dass Sie kochen anfangen. Sehr gesprächige Maschine. 백미 취사가 시작되었습니다. Nach 20 Minuten, Reis ist perfekt gekocht. For you. Das ist lecker. Sehr gut. Very, very good. Good. Zubereitung und Kochprozess ist so einfach. Wenn Sie Reis jeden Tag kochen wie ich, wenn Sie sich um die Qualität Ihres gekochten Reises wichtig ist, lohnt es sich, das extra zu zahlen, um es zu haben. Aber ich finde es sehr teuer. Es ist nicht am wirtschaftlichsten. Daher habe ich Ihnen genaue Topfmethode gezeigt. Ich hoffe, dieses Video ist hilfreich für Sie heute. Wenn Sie mehr Videos sehen möchten, ich würde mich freuen, meinen Kanal abonnieren. Vielen Dank für das Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns bald. 안녕!